Liebe Leute, willkommen zurück zu Vampyr hier im nächtlichen, regnerischen London. Wir sollen zurückkehren zum Krankenhaus. Und da werden wir, denke ich, hier durch Whitechapel einfach gehen und dann hier runter. Jo. Vielleicht treffen wir unterwegs noch jemanden, dem wir ein bisschen Medizin verabreichen können. Bisschen was haben wir immerhin dabei. Nein, soll's mir kein Leben einhauen. Whitechapel Street, ja? Ups. Haben wir schon wieder Freundchen hier. Upsa, hallo. Ach, schon wieder so ein... Out. Aber. Hi. Ich muss mal weg. Ich muss mal weg. Wobei, ihr könnt mir doch eigentlich helfen, oder? Beschäftigt mal schön die beiden da. Da ist ja noch einer. Warum muss das sein? Ach, da. Jo, moin. Was ist denn hier los, ey? Okay. Steuerung wo einloggen, ne? Dass wir wieder klarkommen mit der Steuerung hier. Ups, so schon mal nicht. Vielleicht sollte ich das öfter spielen als nur einmal die Woche. Um mich an die Fingerakrobatik zu gewöhnen. Tada! Ich bin auferstanden. Hallo, Freunde. Hey. Na. An die mit den... Aua. Armbrüsten teilen ganz gut aus. Da kommt Feuer aus deiner Hand.
Ja, ich glaube, da unten müssen wir jetzt gerade mal nicht hingehen. Das scheint mir dann aber auch so, dass ich wohl mal ein bisschen leveln muss. Und das bedeutet dann wohl... Hey, ich schieße durch die Wand. Dass ich mal ein paar Menschen essen muss hier. In den Bürgerinnen welche. Hey. Achso, Ausdauer sollte man auch ein Auge drauf halten. Hey, lass mich doch mal meine Fähigkeit benutzen. Was, Grenade? Vielleicht sollte ich mal ein Ausdauerserum nehmen. Das habe ich gar nicht aufgelegt, ne? Gut, jetzt habe ich zweimal Blutserum genommen, das wollte ich auch nicht. Was war denn 3 noch für eine Fähigkeit? Ah, das macht irgendwie verwundbarer oder so, glaube ich. Weg mit deinem Leuchtekreuz. Okay. Okay. Dann geht's hier weiter, glaube ich. So viele tote Menschen. Da geht's schon mal nicht weiter. Was ist denn das für ein Haus hier? Ach, das ist das Haus von dem... Wie heißt er denn? Was ist das hier? Darius? Ich glaube ja. So, was sagt denn die Karte? Wie komme ich denn hier raus? Ich habe mich verlaufen. Ich muss zurück. In Richtung Unterschlupf. Wo ist der da oben? Stimmt die Richtung? Ja, die Richtung stimmt. Sehr gut. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Ist das der Schöpfer? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Bitte was? Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave.
So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Will er jetzt mit den Vampirjägern zusammen? It's locked, all right. Das ist locked, alright. Zusammenarbeiten? Good evening, Dr. Reid. Such a pleasure to see you again. Hallo Rakesh. Er ist auch erschöpft. Alle sind erschöpft. Ich glaube, es sind einfach alle nur Goodbye, erschöpft. Mr. Chidana. Ne, da waren auch welche dabei, die hatten irgendwie Entzündung und dergleichen. Was kann ich denn mit denen hier machen? Zerknitterten Brief finden. Von Nicolai. Meine Liebste, ich konnte endlich das Geld für die Gebühr auftreiben, die der Krankenwagenfahrer dafür verlangt hat, dich ins Krankenhaus zu bringen. Bitte mach dir keine Sorgen und werd einfach gesund. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe einige unserer Nachbarn gefragt. Ihnen zufolge ist dieser Mr. Hooks ein ehrlicher Gauner. Er mag zusätzliches Geld für ein Bett verlangen, aber das bekommt man dann auch. Bitte entschuldige, dass ich zunächst nicht zahlen wollte. Deine Genesung steht an erster Stelle, das ist mir nun bewusst. Offenbar genießt das Pembroke Hospital einen guten Ruf, trotz des schlechten Benehmens dieses Milton Hooks. Ich verspreche dir, dass nun alles in Ordnung kommt. Ich komme dich schnellstmöglich an deinem sauberen Bett besuchen. In tiefer Liebe, Nicolai. Tja, das ist wohl schief gelaufen, ha? Er hatte noch ein paar Schillinge in der Tasche. Da könnten wir Milton auch drauf ansprechen, wenn wir das wollten. Können wir ja vielleicht mal... Sind denn die Ärzte eigentlich auch krank? I'm quite busy right now, Dr. Reid. Ja, ja, ist das so? Auch erschöpft. Okay. Thank you for your time. We'll talk later. Kann er sich nicht selbst behandeln? Hä? Was ist hier denn los? Hallo? Hallo, hallo? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. What can you tell me about the recent events in the hospital? That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No, I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood. Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but well, maybe it was him. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Blutig. Blutig, blutig. So, Milton. Lass uns mal reden. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ja. Manchmal. Manchmal nicht so sehr. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see the city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Goodbye, Milton. Okay, was hat denn Pippa dazu zu sagen?
finde ich den Ivo mal? Wer ist hier? Doktor? Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reid has joined us. Die haben wir doch gar nicht I gesprochen. can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Quelle in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Ja. Auf vielfache Weise. Er ist gesund. Was, die sind erschöpft? You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Ja, ich erinnere mich, da gab es doch einen Dialog, der darauf verwiesen hat, dass er sich so überarbeiten würde und nicht so viel schlafen würde. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Hört, hört. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reid. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Wann kommt denn das eigentlich endlich mal raus? Da warte ich auch schon ewig drauf. Naja. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Uff. Tja, die Steinzeit ist noch gar nicht so lange her, hm? Goodbye, Dr. Tippett. Ich hänge fest. Aus dem Weg, Doktor. Das ist dann wohl die Leiche dazu. Jonathan, my sincere condolences for your loss. Your kindness is much appreciated, my lady. Is there anything you require? Are we condemned to attend the funerals of all we love? Dying is the final act of life, Jonathan. Present company excluded. Accepted. I don't know what to expect. Am I cursed to an eternity of solitude? With time, we Ekon tend to go into isolation. If we survive long enough, that is.
As a practitioner of the medical sciences, I'm prepared for the death of loved ones. But mourning in the shadows, deprived of sharing one's grief. We are no longer a part of the circle of life and death. We are undead, my friend, and so we are outcasts. I spied my mother at the funeral. Have you ever revealed yourself to a member of your family? No, Jonathan. And I'd advise you even from thinking about it. Are we then condemned to lie to those we love? We are creatures of deception, my friend. But this is more for their sake than ours. But what if I was close to someone and wished to tell them the truth? Fear, loathing, disgust. And then they will plead to be turned. They will see it as salvation. Then there's the risk of gaining the attention of vampire hunters. Hunters? Goodbye, my lady. Until we meet again. Ja, hat sie jetzt über die Leiche hat sie gar nichts zu sagen gehabt. Naja, gut. Dann wollen wir mal. Hä? Die Blutspur geht. Ach so, ja, ja. Wie ist das ja passiert? Wollte doch sagen, das war doch der reiche Typi, mit der die Halsverletzung hatte, oder? Oder die Entzündung oder so. Wenn ich das richtig sehe. Und wo ist er geblieben? Na gut. Wir gehen mal zu Dr. Swansea. Das hatte ich ja schon am Anfang der Folge angekündigt. Das machen wir aber jetzt in der nächsten. Liebe Leute. Macht's gut, bis dann, euer Jan.